Grönland ist die größte Insel der Welt. Sie hat eine Fläche von 2 Millionen Quadratkilometern, aber nur etwa 56.000 Menschen leben dort und 80% ihrer Oberfläche ist mit Eis bedeckt. Auf den ersten Blick mag es wie eine leere, gefrorene Einöde wirken, in der es nichts Interessantes gibt. Doch heute ist Grönland zum Zentrum wachsender geopolitischer Spannungen zwischen den Großmächten der Welt geworden. Und dafür gibt es sehr gute Gründe. Das strategische Interesse an Grönland begann vor langer Zeit. Während des Zweiten Weltkriegs übernahmen die Vereinigten Staaten im Grunde die Kontrolle über die Insel, nachdem das dänische Festland von den Deutschen besetzt worden war. Die Amerikaner erkannten schnell die besondere Lage der Insel und errichteten dort Militärbasen und Funkstationen. Im Jahr 1943 errichteten sie die Pituffik Space Base, auch bekannt als Thule Air Base, die auch heute noch aktiv ist. Dies ist nicht nur eine weitere Militärbasis. Pituffik ist ein wichtiger Bestandteil des Frühwarnsystems für Raketenangriffe. Jede Rakete, die von Russland aus in Richtung USA gestartet wird, würde über Grönland fliegen und von amerikanischen Radarsystemen rechtzeitig entdeckt werden. Diese Tatsache ist angesichts der zunehmenden politischen Spannungen in der Welt von besonderer Bedeutung. Das Pentagon verstärkt erneut seine Präsenz in der Arktis. Geheimen Quellen zufolge wurde ein milliardenschwerer Vertrag unterzeichnet, um den Stützpunkt Thule in den nächsten 12 Jahren zu modernisieren und seine Einrichtungen für den Empfang von Langstreckenbombern zu erweitern. Die Geschichte der Versuche der USA, die Insel zu kaufen, reicht bis ins Jahr 1867 zurück, unmittelbar nach dem Kauf Alaskas von Russland. Im Jahr 1946 bot Präsident Truman Dänemark $100 Millionen in Gold für Grönland an, zusammen mit einem Teil der Ölvorkommen Alaskas als Bonus. Im Jahr 1967, während der Amtszeit von Präsident Johnson, prüfte das Außenministerium erneut die Möglichkeit eines Kaufs. Im Jahr 2019 griff Donald Trump diese Idee wieder auf, was eine scharfe Reaktion Dänemarks hervorrief, das die Idee als absurd bezeichnete. Nach der Ablehnung sagte Trump sogar seinen geplanten Staatsbesuch in Dänemark ab. Doch was steckt hinter diesen langjährigen Bemühungen, die Kontrolle über die Insel zu erlangen? Warum versuchen es die Vereinigten Staaten seit über 150 Jahren? Grönland ist eine wahre Schatztruhe an Bodenschätzen, die für die heutige Wirtschaft und die Rüstungsindustrie äußerst wichtig sind. Nach Angaben des US Geological Survey verfügt Grönland über die weltweit größten unerschlossenen Vorkommen an seltenen Erden. Grönland verfügt über 31 der 34 Mineralien, die die Europäische Union als kritisch wichtig einstuft. Die Lagerstätte Kvanefjeld im Südwesten Grönlands ist reich an Metallen wie Terbium und Neodym, die zur Herstellung von starken Magneten für Windkraftanlagen und Elektroautos verwendet werden. Für einen F-35 Kampfjet von Lockheed Martin werden etwa 417 Kilogramm seltene Erden benötigt. Darüber hinaus gibt es in Grönland auch Vorkommen von Gold, Platin, Zink, Eisen, Kupfer, Nickel, Kobalt und Uran. Die 3 größten Seltenerdvorkommen befinden sich in der südlichen Provinz Gardar. Derzeit konkurrieren alle großen Weltmächte um den Zugang zu diesen wertvollen Ressourcen, um die Entwicklung von sauberer Energie, Transport und Militärtechnologie zu unterstützen. Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen, die in Energietechnologien verwendet werden, bis zum Jahr 2040 um das Vierfache steigen könnte. Die Welt braucht dringend das, was Grönland im Überfluss hat, aber seltsamerweise nutzt die Insel selbst diese Ressourcen kaum und lässt sie unter dickem Eis und strengen Vorschriften unberührt. China, das sich selbst als Arktisstaat bezeichnet, fördert aktiv seine polare Seidenstraße und versucht, auf der Insel Fuß zu fassen. Im Jahr 2018 versuchte die China Communications Construction Company, einen Auftrag für den Bau neuer Flughäfen in Nuuk und Ilulissat zu erhalten. Das chinesische Unternehmen Shenghe war ein Hauptaktionär des Seltene-Erden-Projekts in Kvanefjeld und eine andere chinesische Gruppe versuchte, das ISOA-Projekt zum Eisenerzabbau auf der Insel zu kaufen. Doch die Vereinigten Staaten und Dänemark schlossen sich zusammen, um zu verhindern, dass Peking Zugang zu den strategischen Ressourcen Grönlands erhält. Die amerikanische Führung machte dem dänischen Königreich klar, dass sie eine Ausweitung der chinesischen Präsenz nicht dulden würde. Daraufhin finanzierte Dänemark die Infrastrukturprojekte selbst und chinesische Unternehmen wurden zum Rückzug gezwungen.
Dieses stille Pad zwischen den USA und China in Grönland wird selten erwähnt, ist aber ein sehr wichtiger Teil der globalen Rivalität zwischen den Supermächten. Ein weiterer verborgener Faktor, der das Interesse an Grönland erhöht, ist das Abschmelzen der Gletscher. Die globale Erwärmung eröffnet den Zugang zu bisher unerreichbaren Mineralvorkommen und neuen Seewegen. In den letzten 3 Jahrzehnten sind etwa 1,6% des Eisschilds geschmolzen, eine Fläche größer als Wales oder Albanien. Infolgedessen wird die Insel immer grüner, vor allem im Südwesten und Nordosten. Der Rückzug des Eises eröffnet Möglichkeiten für die Nordwestpassage durch den kanadischen arktischen Archipel und den nördlichen Seeweg entlang Russlands. Diese Routen könnten die Reiseentfernung zwischen Asien und Europa um Tausende von Kilometern verkürzen. Die Kontrolle über Grönland gibt den USA Einfluss auf diese neuen Seekorridore, was für den globalen Handel äußerst wichtig ist. Wer die arktischen Routen kontrolliert, wird sich in der Weltwirtschaft der Zukunft einen enormen Vorteil verschaffen. Doch unter dem schmelzenden Eis liegen nicht nur natürliche Reichtümer, sondern auch potenzielle Gefahren. Nur wenige Menschen wissen von einem geheimen Projekt namens Iceworm, das die USA während des Kalten Krieges in Grönland durchführten. Der zwischen 1959 und 1967 errichtete Stützpunkt Camp Century war Teil eines Plans zur Errichtung eines im arktischen Eis versteckten Netzes von Abschussrampen für Atomraketen. Obwohl in dem Lager nie Atomraketen installiert wurden, wurde der Komplex mit einem Atomreaktor betrieben und hinterließ radioaktive, chemische und biologische Abfälle. Die USA ließen die Abfälle einfach unter dem Eis liegen, in der Hoffnung, dass sie nie schmelzen würden. Eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigte jedoch, dass die Eisdecke über Camp Century in den nächsten 75 Jahren aufgrund der globalen Erwärmung zusammenbrechen könnte. In diesem Fall könnten radioaktive Abfälle an die Oberfläche gelangen und eine schwere Umweltkrise sowie einen politischen Konflikt zwischen den USA und Dänemark auslösen. Dies ist nur eine der vielen tickenden Zeitbomben, die unter dem grönländischen Eis verborgen sind. Der Wettlauf um die Ressourcen der Arktis gewinnt an Dynamik. Obwohl der Bergbau in Grönland noch in den Kinderschuhen steckt, sind die Fortschritte unübersehbar. Die Unternehmen bohren inzwischen an 170 Standorten, während es vor 10 Jahren nur 12 waren. Die grönländischen Behörden haben bereits Explorationsgenehmigungen für 100 Gebiete auf der ganzen Insel erteilt. Die Aktionen der großen Akteure sprechen für sich. Im Jahr 2024 erwarb das amerikanische Unternehmen Critical Metals Corporation eine Mehrheitsbeteiligung am Tanbridge-Projekt, einem der größten seltene Erdenvorkommen Grönlands, für $216 Millionen, obwohl chinesische Firmen viel mehr boten. Dies geschah nach starker Lobbyarbeit durch amerikanische und dänische Beamte. Auch amerikanische Tech-Giganten zeigen Interesse an den arktischen Ressourcen. Eine Gruppe von Milliardären, darunter Bill Gates, Jeff Bezos und Michael Bloomberg, investierte in das Unternehmen Cobalt Metals, das mithilfe künstlicher Intelligenz in Westgrönland nach Nickel, Kupfer und Kobalt für den Einsatz in Elektrofahrzeugen sucht. Die jüngsten geopolitischen Ereignisse haben deutlich gemacht, dass die westliche Welt neue Quellen für kritische Metalle braucht, so der Leiter des Projekts. Auch Russland verstärkt aktiv seine Präsenz in der Arktis, es baut Eisbrecher, modernisiert Militärbasen und patrouilliert auf dem nördlichen Seeweg. Dies bestärkt die Vereinigten Staaten in ihrer Entschlossenheit, ihre Position in Grönland als Gegengewicht zu den russischen Aktivitäten in den hohen Breitengraden zu sichern. Die Erschließung des grönländischen Reichtums steht jedoch vor großen Herausforderungen. Die Insel hat so gut wie keine Infrastruktur, es gibt weniger als 150 Kilometer Straßen, die alle innerhalb der Städte verlaufen. Um zwischen entlegenen Gebieten zu reisen, müssen die Menschen Boote oder Flugzeuge benutzen. Das raue Klima mit Temperaturen von bis zu -40 °C macht die Arbeit extrem schwierig, es gab sogar schon Fälle, in denen die Hydraulikflüssigkeit von Erdbewegungsmaschinen wie Butter gefror. Im Durchschnitt dauert es 16 Jahre, um eine Mine in Grönland zu eröffnen, und die Unternehmen müssen die gesamte erforderliche Infrastruktur von Grund auf neu aufbauen. Die Gewinnung von seltenen Erden ist technisch schwierig, sie kommen oft zusammen mit anderen Mineralien vor, auch mit radioaktiven. Mehrere Projekte sind bereits gescheitert, die Rubin- und Rosa-Saphir-Mine APA Loitec ging 2023 mit einer Verschuldung von $71 Millionen in Konkurs.
Auch bei der Suche nach Diamanten wurden keine kommerziell nutzbaren Vorkommen entdeckt. Auch die lokale Bevölkerung steht Bergbauprojekten skeptisch gegenüber. Etwa 90% der grönländischen Bevölkerung sind indigene Inuit, die Umweltschäden befürchten und sich Sorgen darüber machen, wer wirklich vom Rohstoffabbau profitieren wird. Ihre Bedenken sind nicht unbegründet, 3 ältere Minen haben bereits schwere Umweltschäden verursacht. Die Gebiete, in denen in den 1970er Jahren Blei und Zink abgebaut wurden, sind auch nach 50 Jahren noch verschmutzt, und Fische, Muscheln und Algen in diesen Gebieten enthalten immer noch giftige Substanzen. Die politische Lage sorgt für noch mehr Unsicherheit. Im Jahr 2021 gewann eine Partei die Wahlen, die sich gegen die Erschließung uranhaltiger Vorkommen ausspricht. Die neue grönländische Regierung verbot den gesamten Uranabbau und stoppte die Öl- und Gasexploration. Daraufhin reichte das australische Unternehmen Energy Transition Minerals Klage ein und forderte $11,5 Milliarden Entschädigung, fast das 10-fache des grönländischen Jahreshaushalts. Es gibt noch ein weiteres Paradoxon: In Grönland gibt es fast keine Arbeitslosigkeit, nur 0,2%. Dies führt zu einem Mangel an Arbeitskräften für Bergbauprojekte. Das bedeutet, dass für jede groß angelegte Rohstofferschließung ausländische Arbeitskräfte eingestellt werden müssen, was zusätzliche soziale und politische Risiken mit sich bringt. Trotz all dieser Hindernisse wächst das Interesse an Grönland weiter. Einige Experten vergleichen den derzeitigen arktischen Wettlauf mit dem Wettlauf im Weltraum während des Kalten Krieges, ein langfristiger strategischer Wettbewerb, der das Kräfteverhältnis in der Welt auf Jahrzehnte hinaus bestimmen wird. In diesem Spiel spielen die Amerikaner klug. Anstatt zu versuchen, die Insel auf der Stelle zu kaufen, wie Trump einmal vorschlug, setzen die USA auf Soft Power und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im Jahr 2020 eröffneten sie ein Konsulat in der grönländischen Hauptstadt Nuuk und kündigten ein Hilfspaket in Höhe von $12,1 Millionen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft an. Offiziell sollte damit die Entwicklung Grönlands gefördert werden, doch in Wirklichkeit ging es darum, die Insel davon abzuhalten, sich chinesischen Investitionen zuzuwenden. Grönland selbst strebt die Unabhängigkeit von Dänemark an. 1985 trat Grönland aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der EU, aus und war damit das erste und einzige Gebiet, das aus der europäischen Integration ausschied. Bis 2025 wurden die Diskussionen über die Abhaltung eines Referendums über die Unabhängigkeit von Dänemark intensiviert. In diesem Zusammenhang bewegen sich die lokalen Verantwortlichen auf einem schmalen Grat. Sie begrüßen amerikanische Investitionen als Gegengewicht zu den dänischen Subventionen, wollen aber auch die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen behalten. Der Kampf um Grönland ist also in Wirklichkeit ein Kampf um die Zukunft. Wer die Kontrolle über die Ressourcen gewinnt, wird einen strategischen Vorteil bei der Entwicklung neuer Technologien, grüner Energie und militärischer Fähigkeiten erlangen. Deshalb arbeiten die Vereinigten Staaten so hart daran, ihre Position auf dieser rauen, aber unglaublich wertvollen Insel zu sichern. Und obwohl Grönland offiziell nicht zum Verkauf steht, wie die örtlichen Behörden sagen, ist es offen für Geschäfte. Es ist ein Spiel, bei dem jedes Jahr mehr auf dem Spiel steht, und die globale Erwärmung beschleunigt das arktische Wettrüsten nur noch mehr.